Hallo ihr lieben Kreativen, willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments, willkommen in meiner kreativen Welt. Ja, natürlich stöbe auch ich ab und zu durchs Internet und diesmal hat mich dieser Kanal hier inspiriert, Who Art Drawing. Ich schaue da unheimlich gerne rein, der macht unheimlich viel mit solchen verschiedenen Kreisgrößen und. Und ja, das hat mich sehr inspiriert. Ich kombiniere das dann allerdings noch mit neurografischen Linien oder zumindest mit der neurografischen Art. Das sind ja keine neurografischen Linien in dem Fall. Ja, und es macht unfassbar viel Spaß, sich so voranzuarbeiten in diesem Bild. Ich setze hier jetzt einfach verschiedene Kreisgrößen aneinander, aufeinander, ineinander und jetzt setze ich hier diese neurografisch inspirierten Linien dran, verbinde das ein bisschen, schaffe mir noch ein paar neue Felder und wenn ich dann genug Linien habe, so wie jetzt, fange ich an und runde die Kreuzungen ab, sodass keine harten Kanten mehr in diesem Bild vorhanden sind. Hallo ihr Lieben, ja leider, irgendwie habe ich richtig fett geträumt und habe versäumt, die erste Schicht des Farbauftrags aufzunehmen, den ich hier gemacht habe. Aber nichtsdestotrotz möchte ich natürlich dieses Bild gerne weitermalen, auch wenn euch jetzt ein bisschen etwas fehlt. Ihr seht schon, ich habe hier da einfach mit Wasser drauf gesprüht auf dieses Bild und habe hier 2, 3 verschiedene Farben drauf gesetzt, die ineinander laufen lassen. Hier habe ich ein bisschen Salz noch drauf gestreut für so ein paar Effekte. Und jetzt ist der erste Durchgang getrocknet und ich möchte eigentlich noch mal so ein paar Strukturen ein bisschen verstärken mit Farbe und setze jetzt hier noch mal in die eine oder andere Ecke ein bisschen Farbe hinein. Ja, tut mir irgendwie leid. Das ist mir ja, kommt nicht so oft vor. Passiert halt mal. Doof, würde ich sagen, ne? Richtig doof. Naja, gut, so. Ihr könnt erkennen, die erste Schicht Farbe habe ich sehr, sehr zart aufgetragen gehabt, habe sie sehr dünn gemacht und dadurch bleibt mir jetzt die Möglichkeit, hier durchaus ab und zu noch mal eine zweite Schicht drauf zu machen, ohne dass das Ganze zu dunkel wird und trotzdem schimmern dann so ein paar Strukturen noch durch und es sieht total lebendig aus und ja, wie gesagt, so ein paar Felder hier und da werde ich jetzt noch ein bisschen intensivieren und habe dann ein paar schöne Strukturen, helle Felder, dunkle Felder, Flächen, die ich dann gleich noch bearbeiten kann. Zum Einsatz kommen hier wie so oft schon die Farben von Victoria von VH Aquarell und zwar sind diese alle aus dem letzten Video mit meinen neuen Farben, die ich gemacht habe. Verlinke ich euch gerne unten in der Videobeschreibung. Da kommen all diese Farben drin vor, die ich hier in diesem Bild verwendet habe. Ja, und nun geht es los. Jetzt bleibt eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt anfangen, diese Felder mit Mustern zu versehen, abzugrenzen. Ne? Hier war jetzt eine Stelle, die hatte keine Farbe. Dann ziehe ich der Grenze nach und habe damit ein schönes Feld, in dem ich Muster setzen kann. In diesem Fall, wie immer, gerne meine kleinen Kreise in verschiedenen Größen aneinander gesetzt. Ja, auf jeden Fall wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen, beim selber kreativ werden. Probiert es mal aus. Das ist richtig schön mit diesen Strukturen, die man sich vorher schafft, mit den Feldern und da dann sich auszutoben und Muster hineinzusetzen. Das ist richtig klasse. Ja, hier kommen übrigens noch ein paar Brush Pen
in Einsatz. Da habe ich mir mal so ein Set geholt von Faber-Castell. Grautöne waren das. Ich glaube, das Set besteht aus 5 verschiedenen Farben. Und diese Stifte kommen in diesem Bild tatsächlich alle mal ein bisschen in Einsatz. Was sich immer sehr gut macht, ist, wenn sich 1 oder 2 Muster in dem Bild ab und zu mal wiederholen. Das gibt ein bisschen Ruhe und Struktur hinein, obwohl es ja dann doch aus sehr, sehr viel bunten Mustern besteht. Das Bild ist eine Wiederholung immer ratsam. Wem überhaupt keine Muster einfallen, dem kann ich raten, einfach mal bei Pinterest oder bei YouTube oder bei Instagram den Begriff Zentangle einzugeben und da erscheinen Millionen von Mustern, mit denen man arbeiten kann und jeder hat so 1, 2, 3, 4, 5 Lieblingsmuster. Ich mag diese Wellen sehr gerne und auch dieses Muster, was ein bisschen an Parkett erinnert. Ja, und wer Inspiration braucht, sucht einfach nach dem Begriff Zentangle. Bei diesem Muster könnt ihr sehr schön erkennen, dass sich die Spannung erst ergibt, indem man manche Kurven von diesen Strichen ein bisschen dicker macht als den Rest der Kurve. Und erst dann entsteht so ein bisschen, ja, sieht aus wie ein Zebramuster, ne? Und es sieht einfach viel, viel interessanter aus, als wenn man nur ganz normale, dünne Linien ziehen würde. Das Schöne an dieser Art von abstrakten Bildern ist, dass ihr einfach malen könnt, was ihr wollt und es muss keinen Sinn ergeben. Es kann auf dem Kopf stehen, es können Muster sein, die einfach in der Natur so gar nicht vorkommen. Keine Ahnung, ne? Also diese Blume, die hat da jetzt keinen Stängel und kein Nix oder ihr malt irgendwie einfach mitten rein ein Wurm, einen Schmetterling, ein Käfer. Es muss keinen Sinn ergeben. Macht einfach, wonach euch ist. Manche Felder, die, ja, da hat man so ein Gefühl für ein Motiv, was hineinpassen würde und ja, dann setzt man es einfach dahin. Ob es nun wirklich so realistisch ist oder nicht, ist dann vollkommen egal.
Probiert auch gerne mal aus und nutzt Stifte mit unterschiedlichen Stiftbreiten. Das bringt ein bisschen mehr Spannung in das ganze Bild. Ganz dünne Stifte, mittlere oder auch wie hier einfach mal ganz dicke Stifte. Und es steht euch natürlich frei, auch noch andere Materialien in Einsatz zu bringen. Ich habe mir hier den Uniball Signo in Bronze geschnappt. Ich hätte auch genauso gut mit Buntstiften arbeiten können. Ich hätte mit Filzstiften noch drin arbeiten können, mit Acrylstiften. Also da könnt ihr euch austoben. Nutzt die Dinge, die ihr habt und ja, vielleicht einfach ein bisschen in den Farbschema bleiben, was man so am Anfang gewählt hat. Dann wird es nicht zu unruhig und zu bunt. Aber selbst wenn man mal ein richtig, richtig buntes Bild macht, wenn ihr bei Who Art Drawing reinschaut, er hat wahnsinnig bunte Bilder und auch die sind lebensfroh und sehen nach Sommer aus und machen einfach Spaß. Ja, hier nutze ich nochmal die unterschiedlichen Töne von den Faber-Castell-Stiften. Pit Artist Pen Brush heißen die, verschiedene Grautöne, hell, mittel, dunkel, Grautöne, und die nehme ich hier jetzt öfter noch in dem Bild. Auch hier, wenn ich das jetzt mit Schwarz gemalt hätte, wäre mir das ein bisschen zu krass gewesen, aber durch diesen Grauton passt sich das richtig gut an in dem Bild und man sieht ein Muster. Auch später noch habe ich Muster drin, die sind da, aber sie sind sehr unauffällig und das macht, ja, das hat mir besser gefallen, als alles nur mit Schwarz zu malen.
Ja, so langsam kommt mein kleines Bild dem Ende zu. Mein letztes Bild in 2024. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch allen fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine wunderbare kreative Zeit. Wenn ihr freie Tage habt, nutzt sie, setzt euch an eure Farben und fangt an zu malen. Es macht Spaß, es tut der Seele gut und es kommt meistens doch immer was Schönes bei raus. Vielen Dank fürs Einschalten, für die vielen neu gewonnenen Follower, für die alten Follower. Ich freue mich immer über eure Rückmeldung und ich wünsche euch einen wunderbaren Rutsch ins Jahr 2025. Macht's gut, eure Melanie.